Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Serie Mathe Kursstufe. Und diesmal werdet ihr euch sicher freuen. Ich habe vor langer Zeit mal das Integral erwähnt und euch erklärt, was das macht. Und diesmal werden wir es endlich berechnen können, da wir jetzt mit den Aufleitungen klarkommen. Ja, das Integral, das ist das Zeichen übrigens dafür, so ein komisches, überlanges S oder ja, sowas kann man sagen. Ja, sagen wir, ihr müsst die Fläche der Funktion, beziehungsweise die Fläche, die die Funktion x Quadrat mit der x-Achse einschließt, berechnen im Intervall von von -2 bis 2. Jetzt, wie macht ihr das? Erstmal schreibt ihr hin, a für Fläche ist gleich im Intervall von -2 bis 2. Okay, ich habe euch gesagt, ihr müsst erstmal die Nullstellen suchen. X Quadrat gleich 0. Total einfach. An der Stelle x gleich 0. So, jetzt müssen wir stichprobenartig gucken, befinden wir uns ähm, links und rechts von der Nullstelle ober- oder unterhalb der x-Achse. Setzen wir mal -1 in x Quadrat ein. -1 zum Quadrat ist +1. Okay, sind wir oberhalb der x-Achse. Gut. Und setzen wir mal +1 ein, dann sind wir auch oberhalb der x-Achse, denn 1 zum Quadrat ist auch 1. Das heißt, wir sind beides mal oberhalb der x-Achse. Ja. Das ist das Tolle dran. Das heißt, wir können einfach durchgehen. Das heißt, ich kann es hier gleich mal eintragen. Warum ich das gerade eben gemacht habe mit der Nullstellensuche, werdet ihr entweder schon kennen oder in meinem vorigen Video gesehen haben oder ich werde es euch gleich nochmal zeigen. Also -2 bis 2 über. Das ist jetzt einfach nur die Schreibweise f von x. Moment, da gab es irgendwo ein Insert. Ja, super, da ist es. F von x dx. Das, so, jetzt nochmal kurze Erklärung dazu. A bedeutet, ihr sucht die Fläche. Integral, das ist einfach das Integralzeichen. Das ist euer Intervall. Untere Grenze ist -2, obere Grenze ist +2. Dann kommt die Funktion, die ihr integriert. Und dann kommt die Variable mit einem d davor. Das d habe ich keine Ahnung, was es bedeuten soll. Das x ist einfach die Variable, die dann aufgeleitet wird. Ja, so machen wir mal weiter. Ähm, und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. F von obere Grenze minus f von untere Grenze, ups, nicht 23, nur 2, ist gleich. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ja Groß F, seht ihr hier, nicht klein f. Das ist die Aufleitung. Dazu braucht man die also. Ja, genau, dazu braucht man die. Jetzt müssen wir die Aufleitung erst nochmal machen. Okay, wie immer, Hochzahl um 1 erhöhen und mit 1 durch vorne dran schreiben. Ein Drittel. Ach nö, das ist wieder so krumme Zahlen. Na, von mir aus. Also setzen wir mal ein. Ein Drittel. 2 hoch 3 sind 8. Minus. Und dann gleich nochmal. Ein Drittel. Minus 2 hoch 3 sind -8. So, ihr seht, es wird ein Bandwurm, wie immer. Ein Drittel mal 8, na, lassen wir das. Ähm, minus ein Drittel mal -8 ist plus. Also hier, also das hier sind ja 8 Drittel, das hier sind ja auch 8 Drittel. Oh, ups. Also 8 Drittel. Und ich habe gerade eben gesagt plus 8 Drittel sind, ihr habt es erfasst, 16, nein, nicht 16 Nixtel, sondern 16 Drittel. So, und das ist jetzt die Fläche, die euer
die eure Funktion f von x zwischen minus 2 und plus 2, also minus 2, plus 2, mit der x-Achse einschließt. Das war der ganze Zauber dabei. Ja, ich zeige euch jetzt noch, was ihr sonst wissen müsst. Nämlich, warum diese Nullstellensuche so extrem wichtig ist. Ich kann es gar nicht oft genug betonen, wenn ihr die Fläche wissen sollt. Wenn ihr einfach nur das Integral berechnen müsst, dann braucht ihr das hier nicht und dann braucht ihr auch die Nullstellensuche nicht. Ist für den Anfang vielleicht mal das Beste. Also immer bedenken, obere Grenze minus untere Grenze ist eure Fläche oder euer Integral, nicht eure Fläche. So, jetzt machen wir das mal andersrum. Minus x Quadrat. Achtung, wir berechnen die Fläche, nicht das Integral. Plus 5 im Intervall von, sagen wir, minus 5 und plus 5 über f von x. Nee, nicht minus 5 und plus 5, machen wir bis 0. Über f von x dx, das heißt, wir müssen hier nochmal ein bisschen umschauen. Das Minus ist auch ein konstanter Faktor, ist ja eigentlich eine minus 1. Deswegen müssen wir hier nicht viel verändern. Und jetzt Achtung, wenn wir die 5 aufleiten, kommt da plus 5x raus. Denn das x fällt ja beim Ableiten weg. Im Prinzip erhöhen wir auch nur die Hochzahl von, ich hab's gleich. Hier hinten dran steht ja eigentlich ein x hoch 0, was immer 1 ist. Und 0 plus 1 hier oben beim Aufleiten kommt dann x plus 1 raus. Und das ist dann halt dieses Dingens da, das 5x. Hier steht 5x hoch 0, hier steht 5x hoch 1. Denn irgendwas hoch 0 ist immer 1, also deswegen bleibt es so. Ja, ich lösche gerade mal den Teil hier. So, jetzt die Nullstellensuche. Minus x Quadrat plus 5. Machen wir 4 draus. Ich cheat ein bisschen. Ja, ich weiß, das dürft ihr leider nicht machen, aber ich will es euch auch nur erklären und da sollen nicht unbedingt die hässlichsten Zahlen bei rauskommen. So, minus x Quadrat plus 4 gleich 0. Gut. Ja, minus x Quadrat schieben wir auf die andere Seite, dann ist 4 gleich x Quadrat. Also ich mache jetzt hier auf beiden Seiten plus x Quadrat. Und dann ziehe ich die Wurzel. Kommt 2 raus, aber Achtung, plus minus 2. Ich habe immer noch leider kein Plus-Minus-Zeichen gefunden. Also machen wir hier x gleich 2 und x gleich minus 2. So. Das heißt, wir haben zwei Nullstellen. Das sind jetzt die Nullstellen, die haben wir gerade berechnet. Nämlich an der Stelle 2 und an der Stelle minus 2. Und jetzt setzen wir mal, also wir müssen von minus 5 bis 0 machen. Wir haben eine Nullstelle an, also wir sehen ja die Funktion nicht, das ist Absicht, dass ich euch die nicht zeige. Ich könnte es euch natürlich auch zeigen, aber dann wäre es viel zu einfach. Also wir haben eine Nullstelle an der Stelle minus 2 und an der Stelle 2, die uns nicht mehr interessiert, weil wir nur bis 0 gehen müssen. Ja gut, jetzt setzen wir einfach mal probehalber minus 3 ein. Minus 3 zum Quadrat, also ich schreibe das gerade mal kurz hierher. Ups, nicht so weit. F von minus 3 ist gleich minus 3 zum Quadrat sind plus 9, haben wir hier minus 9 plus 4 sind minus 5. Ja, und jetzt nochmal ein Wert zwischen minus 2 unserer Nullstelle und 0. Mache ich gerade mal ein bisschen rüber. F von, sagen wir, minus 1, damit lässt sich immer schön rechnen. Oder plus 1 ist natürlich noch besser, aber da wir nicht dahin müssen. Minus 1 zum Quadrat ist plus 1. Minus plus 1 ist minus 1. Plus 4 sind plus 3. Joa. Das heißt, wir sind für x kleiner minus 2 sind wir im negativen Bereich. Das haben wir hierdurch rausgekriegt. Und für x größer
minus 2, aber kleiner 0, beziehungsweise kleiner als 2, um genau zu sein, sind wir im positiven Bereich. So, und jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn ihr das nicht macht. Sagen wir rechnen es direkt aus. Dann haben wir hier f von 2, nein, nicht 2, minus, ups, ne? Das habe ich immer noch nicht korrigiert. Obere Grenze minus untere Grenze, so. Ähm, f von 0 ist, ja, wer jetzt gedacht, 0. Also wenn wir hier 0 einsetzen, 0 hoch 3 ist immer noch 0, 0 mal den ganzen Kram davon dran, plus 4 mal 0 ist auch 0. Ja, minus, jetzt setze ich hier minus 5 ein, ach du Schande. Minus 5 hoch 3 sind minus 125, minus mal minus 1 sind plus 125 Drittel. Ja, Klammer drumherum nicht vergessen. Denn das Minus hier bezieht sich ja immer auf das Ganze. Und wenn, ich zeige euch gleich, was passiert, wenn ihr die Klammer nicht macht. 125 Drittel. Tut mir leid wegen den Zahlen, ich bin halt doch nur ein Mensch. Plus 4 mal minus 5 sind minus 20. So, und jetzt braucht ihr ganz dringend diese Klammer hier, denn das Minus bezieht sich auf diese Zahl und auf diese Zahl. Das heißt, wenn ihr diese Klammer auflöst, dann wird das hier zwar Minus, aber das hier wird Plus. Immer schön die Vorzeichen ändern. So, ist gleich. Und jetzt bräuchte ich dringend einen Taschenrechner. Minus 125 durch 3 plus 20. So sind wir beim Minus, was waren es? Minus 21 2 Drittel. Oh, 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 das sieht mir aber sehr, sehr falsch aus. Ich zeige euch auch gleich warum. Und zwar, wir sind jetzt hier nicht wir sind jetzt hier davon ausgegangen, dass wir sowohl Plus als auch Minus wollen. Hier, ich habe noch das alte Bild gerade mal offen. Ähm, allerdings seht ihr, glaube ich, nicht ganz alles. Ich kann es nur leider nicht ganz gut verschieben. Doch kann ich. Kann alles. Weil ich es kann. Ha. So. Ähm, macht nichts, dass das da drüben abgeschnitten ist. Wie ich schon gesagt habe, ihr habt hier oben was Positives und hier unten was Negatives und das wird miteinander verrechnet. Das haben wir jetzt genau getan. Nicht so toll, denn dadurch haben wir eine verkorkste Zahl rausbekommen. Wir müssten eigentlich immer nur bis zur jeweiligen Nullstelle integrieren und dabei das Vorzeichen betrachten. So, minus 2. Dann kopiere ich den ganzen Kram mal hier. Nein, nicht ist gleich, sondern erstmal plus. Und dann fangen wir wieder bei minus 2 an und gehen bis 0. So, jetzt sieht es schon anders aus. Jetzt haben wir hier den Teil, der unter der x-Achse liegt, mit dem hier abgedeckt. Also mit dem Teil von minus 5 bis minus 2 sind wir unterhalb der x-Achse, was wir hierdurch rausgekriegt haben. Das heißt, wenn wir dem, also da kommt ja was Negatives raus auf jeden Fall. Das heißt, wenn wir dem jetzt hier ein Minus vorne dran setzen, dann ist es ja auch wieder positiv. Und ihr denkt dran, bitte immer, eine Fläche ist immer positiv. Wo ist das Bildchen? Hier. Jetzt haben wir den Teil hier praktisch berechnet, nur mit einer anderen Funktion. Und haben ihn jetzt positiv gemacht. Das heißt, da kommt jetzt plus 7 raus. Und jetzt, den Teil haben wir ja schon positiv. Das heißt, da müssen wir nichts mehr dran ändern. So, das heißt, wir können das einfach so lassen. Ähm, ja, das heißt aber, wir müssen zwei Rechnungen machen. Nämlich, wir sind hier
mache das gerade nochmal kurz anders. Nein, nicht das. Ich packe hier gerade nochmal kurz die Klammer hin, mache das Ergebnis weg. So, Groß F von, nicht Slash, sondern von. Ähm, und was haben wir hier gemacht? Obere Grenze minus untere Grenze. Obere Grenze ist jetzt hier minus 2. Untere Grenze ist minus 5. Und das Ganze negativ. So, das ist jetzt das da ausgedrückt, den Teil. Nein, nicht den ganzen, nur bis hier. So, und jetzt kommt plus obere Grenze f von 0. Minus, bei einem Plus braucht man keine Klammer, deswegen lasse ich die jetzt hier gleich mal weg. F von minus 2. So, seid ihr noch da? Ich hoff's. Ist nicht ganz einfach, ich weiß es. Aber wir schaffen das schon. So. Das hier war f von minus 5. Der Gramm in der Klammer. F von minus 2 ist. Ja, machen wir erstmal das Minus hier vorne dran. Das ist das da. Dann eine Klammer auf. Ich bin nur zu voll, das die ganze Zeit hier auszurechnen. Ich hoffe, das ist okay so. Falls ihr es nicht versteht, schreibt mir einfach nochmal. Vielleicht drehe ich es sogar nochmal neu. Aber ich will es nicht hoffen. Schließlich sollt ihr mir folgen können. So, setzen wir das alles ein. Minus 2 hoch 3 sind minus 8. Minus 8 Drittel mal minus 1 sind plus 8 Drittel. Und ich hoffe, ich rechne mich nirgends. Das wäre natürlich nicht so toll. Kann aber trotzdem mal vorkommen. Ich habe ja keinen Taschenrechner. Ich mache das ja gerade alles im Kopf. 4 mal minus 2 sind minus 8. Oh, ich habe es plus minus gefunden. Wie toll. Ha, einfach ein Plus und dann ein Minus eingeben, ist ja klasse. Minus 8. Oh ja, das ist gut. 8 Drittel minus 8 ist der Teil hier. Minus ist das Minus hier. F von minus 5 ist das hier. Plus. So, es geht noch weiter. Das ist gleich mache ich mal weg, dass es nicht zur Verwirrung kommt, was wahrscheinlich schon passiert ist. Groß F von 0 haben wir vorhin geklärt, ist 0. Minus F von minus 2 ist das da. F von minus 2 ist das hier. Das heißt, wir können das Ganze hier gerade kopieren, denn das hier ist auch ein minus F von minus 2. Ups, das Minus hatte ich schon. So, und jetzt müssen wir das Ganze noch zusammenrechnen. Minus 8 Drittel. Achso, halt mal erstmal. Fehlt hier noch eine Klammer. Ups. Das tut mir natürlich sehr leid. Ja, minus 8 Drittel minus 8. Da lösen wir doch gerade mal hier das Minus auf. So. Und dann lösen wir das Minus auf. Nein. Nein. Ich würde gerne die Klammer hier löschen, aber irgendwie will sie nicht. Ich weiß nicht, freiwillig. Natürlich nicht. Okay, scheint so, als müsste ich das nochmal neu schreiben. Na gut, dann mache ich das nochmal neu. Spielen wir das. Löschen. Da muss ich hier noch das Plus hinschreiben. So, da kann ich die Klammern löschen. Ach nö, das will er auch nicht. Okay, dann lassen wir es. Und hier drüben lösen wir das Minus auch noch auf. Die 0 kann man auch gleich mal rausschmeißen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen.
Wenn nicht, schaut es euch vielleicht auch mehrmals an. Bei einem Plus brauchen wir, wie gesagt, keine Klammern. So, und jetzt haben wir schon keine Klammern mehr, deswegen können wir weiterrechnen. Okay, wo ist mein Rechner? Ihr merkt euch das Ergebnis minus 21 2/3. Ihr seht gleich nämlich, dass es nicht dasselbe ist. Minus 8 durch 3 plus 8 plus 125 durch, nicht mal, durch 3, Klammer zu, minus 20, minus, Klammer auf, 8/3, Klammer zu, plus 8. Und ihr seht, wir haben erstens mal ein positives Ergebnis, 32 1/3. Und zweitens ein komplett anderes. Es sei denn, ich habe mich ganz gründlich verrechnet, aber es sollte trotzdem was anderes rauskommen. Denn wir haben hier von Nullstelle bis Nullstelle gemacht. Ja, deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr das immer macht. Ihr erinnert euch an die Grafik. Jetzt habt ihr den ganzen Scheiß auch mal rechnerisch gesehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.